Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Neben mir ist Javi und wir werden heute eine sehr, sehr geile Folge drehen. Und zwar, du hast das, was so viele Leute sehen wollen. Kleiner Aquarium, ja. Keine große, ne? Kein Scheiß. Ja. Die Nachfrage von euch ist ja wirklich immens, dass ihr nicht immer diese großen Pötte sehen wollt. Ich feiere das auch, aber ich habe jetzt wirklich dann doch auch mal richtig Bock auf kleine Sachen, die man vielleicht auch in kleinen Wohnungen unterbringt, die vielleicht auch finanziell nochmal in einer ganz anderen Liga spielen. Du hast nämlich, wie viele Aquarien bei dir? Boah, muss ich auch mal zählen. Warte, 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Stück. Ne? Heute geht es einmal um Nanobecken. Wir fangen direkt mit dem ersten an, das ist schon mal was sehr Besonderes. Ja. Drop. So, Becken Nummer 1. Erzähl mal bitte grob den Aufbau und ich will auf jeden Fall wissen, was das hier ist. Gut, das erkläre ich dir gleich. Das ist ein 10-Liter-Becken, das habe ich von Amazon gekauft und dann habe ich einfach eine kleine Technik reingemacht. Da oben ist ein E-Heim-Skimmer, 350 und eine kleine Heizung. Und das war es, glaube ich, auch schon an Technik und ein Licht. Das ist eine Marsbeck, Celestia, glaube ich, heißt die. Ja, die habe ich mal geholt für das Ablegerbecken und funktioniert gut. Das Becken steht jetzt, glaube ich, einen Monat, 1,5. Ja, ich habe auch viele Korallen vom anderen Becken hier reingemacht, weil ich ein kleines Arschlochfischchen habe. Da aber auch gute Leistung macht im anderen Becken. Kommen wir gleich zu, ja. Jawohl. Aber da mussten die hier jetzt rüberweichen. Also zumindest ein paar davon, die da reingepasst haben. Du hast viel LPS drin, ein paar Zoanthos oben drin, eine Gorgonie natürlich, sehr gut, sehr gut. Ja. Ein paar Hornkorallen auf der rechten Seite. Ne? Ja. Also vom Aufbau her, denke ich mal, ist das um die Technik rumgebaut. Ich habe quasi mir eine kleine Höhle drin gelassen, dass ich quasi irgendwann die Pumpe mal auseinanderbauen will, kann ich die auch wieder rausholen. Ist nur eingeklemmt so mit einem Steinchen. Ist ein bisschen rumgebastelt, weil da ist ja nicht viel Platz drin. Deswegen musst du gucken, wie du das ein bisschen geschickt machst. Ich finde das richtig, richtig geil. Ich bin auch gespannt, wenn mal die Mangroben erwachsen, wie das dann aussieht mit ein bisschen Grün oben. Ich wollte es ja wissen hier wegen der Flasche. Ja, erzähl mal. Das ist meine Osmoseanlage. Da habe ich mir einen kleinen Halter geschweißt und dann aus Kunststoff eine Verlängerung gemacht für die Schläuche, weil ich kann es ja nicht ans Becken ranmachen und läuft eigentlich ziemlich gut. Muss zumindest nicht jetzt jeden Tag Wasser reinschütten. Also vom Mechanismus, wie kann ich mir das vorstellen? Sobald der Wasserstand sinkt, dann zieht der Luft und dann kann auch wieder Wasser raus. Geil, geil. Gleicht sich der Druck quasi oben aus. Den Halter fürs Licht, den hast du auch selber gebaut? Ja, den habe ich auch selbst geschweißt und das ist einfach so eine Holzplatte vom Obi für 5 Euro und da habe ich den Halter rangeschweißt und den Originalhalter habe ich weggemacht und mit einer Schraube festgemacht an die Lampe. Wenn jetzt jemand so ein Projekt nachbauen will, was wäre der Tipp, auch jetzt gerade Reinigung, den du ihm mitgeben könntest, um sowas permanent gut aussehen zu halten? Weil ich kann mir vorstellen, sowas ist auch mal nach 3, 4 Monaten schnell hinüber. Oder mit Algen so zugewuchert, dass man sagt, egal, ich baue es wieder ab. Ich sag mal so, die Reinigung ist schnell gemacht, weil das sind ja eigentlich nur 10 Liter. Kannst du mal alles schön aufwühlen und dann schnell absaugen und neues Wasser reinmachen. Den E-Heim-Skimmer, der hat ja so einen kleinen Filtersatz drin. Da mache ich dann noch ein bisschen Watte rein und mache ich alle 2, 3 Tage mal sauber. Dann zum Scheiben sauber machen habe ich mir einen ganz normalen Magnet geholt, einen kleineren Format, der ein bisschen stark ist. Und da dran habe ich einen Schwamm reingeklebt hier zum Spülen mit der rauen Seite quasi an die Scheibe. Dann ist es wieder halb flexibel. Funktioniert eigentlich ziemlich gut zum Saubermachen. Richtig geil. Ja. Und man sieht es, also gerade auch so Trachyphylia sind richtig aufgeplustert. Also die fühlen sich da drin wohl. Ein paar Algen hast du drin, ein paar Makroalgen? Ein paar Makroalgen, aber ich hoffe, dass die nicht alles zuwuchern. Im schlimmsten Fall müssen die halt raus. Aber jetzt in der Konstellation gefällt mir das auch, dass ein bisschen was Grünes rumschwabbelt. Ich mache da jetzt 60% Wasserwechsel meistens und dann läuft das Becken auch quasi von alleine. 60%? Einmal in der Woche. Einmal die Woche? Aber du siehst ja auch manchmal, wie die Korallen stehen und dann sagst du auch, oh, mache ich mal die Woche 2 Wasserwechsel. Ja, was sind 5 Liter bei 50%? Das ist ja nichts, ne? Das sind 5 Minuten Arbeit, dann bist du durch. Der Vorteil mit einem großen Becken ist natürlich auch, dass du deine Kleinen wassertechnisch versorgen kannst damit, ne? Genau, wenn ich irgendwann ein Problem habe, wo ich merke, oh, es läuft nicht gut, dann hole ich mir eben auch Wasser von meinem großes Becken, wo ich weiß, ich messe da fast jede 2, 3 Tage was und das Becken läuft. Dann kann ich mir das gute Wasser da reinschütten und dann weiß ich auch, dass
gutes Wasser reingekommen ist mit Biologie. Und sonst dieses ATI Absolute Ocean. Korallen, die zicken gar nicht rum, wenn ich mal einen Wasserwechsel mache. Willst du bei dem Becken über Kosten sprechen, ohne Korallen jetzt, was man quasi investieren sollte, dass man so ein Projekt erfolgreich hinkriegt? Ja, können wir ruhig machen. Ich glaube, das Becken hat 20 oder 30 Euro gekostet. Der Eheim-Skimmer 18. Die Heizung waren, ich glaube, auch um die 15 Euro. Dann die Holzplatte waren 5 Euro. Die Lampe, ich glaube, neu kostet die um die 180. Aber ich habe die bei eBay für mal 80 Euro geschossen. Gibt es nicht viel im Internet, aber ich wollte die mal ausprobieren auch. Osmoseanlage, da kostet... Eine Jackie. Eine Jackie-Flasche, davon hat auch einer was. Eigentlich das Produkt an sich, glaube ich, waren 20 Euro, knapp 20. Okay. Und sonst ein bisschen Schlauch und so, aber das sind ja keine großen Kosten, sag ich mal. Also so bei 250, 300 Euro ist man locker dabei. Ja, so ungefähr. Cool. Ist das als Aquarium ausgelegt gewesen oder hast du das umfunktioniert? Das ist eigentlich nur für Pflanzen drin zu halten, glaube ich, und ein bisschen Deko. Aber Glas ist Glas. Das ist ja, was ich noch zeigen wollte hier. Das ist quasi mein Technikabteil, falls du mal ein Bild machen willst. Ich muss auch gucken, wo dein Kabelsalat ist. Geil. Und dann mitten an aus hier. Bei den Finger. Das ist meine Technik aus, pumpen und pumpen wieder an. Zum Wasserwechsel machen zum Beispiel. Ja. Da muss ich die Stecker mal rausziehen. Wenn wir hinter dich gucken, haben wir direkt Becken Nummer 2. Ja, das ist ein Aquamedic. Ich habe da einfach leichthaltende Korallen drin. Das Becken hier läuft auch über Wasserwechsel. Auch mal einmal in der Woche mache ich mal 20 Liter oder 10 oder 15, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Also unten ist auch nichts drin, nur Osmoseanlage. Nee, das ist nur eine Osmoseanlage. Dann habe ich einen kleinen Tunze-Abschäumer, den kleinsten, den es gibt. Eine Strömungspumpe, die über die Öffnung läuft von hinten. Sonst ist noch ein Heizstab drin. Das war es auch schon. Mehr ist jetzt nicht drin. Eine Prime läuft drüber, gell? Eine Prime, ja. Vom Besatz her bist du auch Weichkorallen LPS. Ich habe da ein paar Ophilias reingemacht, Alveoporas, so ein paar Krusten, ein paar Scheiben und so Gorgonien, so leicht erwachsene Korallen. Sehr, sehr geil. Und das hält sich alles tipptopp. Das ist quasi ein von den Becken, wo ich am wenigsten Sorgen habe, weil das läuft von alleine. Wie lange steht es schon bei dir? Das müsste jetzt ein Jahr stehen, ungefähr. Allgemein kleine Becken, was würdest du sagen? Was ist der Vorteil und was ist der Nachteil? Also ich sag mal, wenn du mal Probleme siehst oder bemerkst irgendwas, kannst du schnell einen Wasserwechsel machen und dann sind die Probleme weg eigentlich. Dann hast du erstmal Ruhe für 1, 2, 3 Wochen. Wenn Phosphat oder so steigt, dann kannst du wieder einen Wasserwechsel machen, aber ich messe ehrlich gesagt kaum was. Ja. Ich mache meine Wasserwechsel, das läuft von alleine. Das war's auch schon. Und beim größeren Becken hast du natürlich ein bisschen mehr Stabilität von den Werten, aber ich habe auch keine Korallen drin, die viel rausziehen. Also mache ich mal einen Wasserwechsel, dann bleiben die Werte auch stabil. Wenn mal die Carbonathärte von 8 dann mal auf 6,5 oder 7 fällt in der Woche, ist das keine große Schwankung. Und das sind auch Tiere, die das auch verzeihen. Wenn man jetzt so einen Riffaufbau machen möchte von so einem kleinen Becken, was würdest du da empfehlen? Was eignet sich als Material und vor allem auch als Struktur? Weil du hast ja wirklich wenig Platz. Wenn ich dir ganz ehrlich bin, ich habe mir immer alte Steine geholt, weil ich mir zu geizig war, mal Lebendgestein zu holen, weil die Preise ja teuer sind. Dann habe ich einfach alte Steine oder gebrauchte mal geholt, mal ein bisschen gewässert und einfach reingeknallt. Und bis jetzt habe ich auch keine Probleme gehabt damit. Okay, natürlich beim Start, dann mache ich regelmäßig Wasserwechsel, vielleicht alle 2, 3 Tage, falls sie was abgeben. Was ist deine Lieblingsecke in dem Becken? Ich würde sagen, von hier nach oben, wo die Ophilia sind. Ja. Würde ich sagen. Mit den geilen Scheiben noch, ne? Und da unten noch so. Wie lange machst du das Hobby schon? Das Hobby mache ich jetzt, glaube ich, fast 3 Jahre, glaube ich. Weil ich immer eigentlich Aquarien hatte, Reptilien, alles, dann bin ich ausgewandert. Von Spanien nach Deutschland. Und dann hat mir das Hobby eben gefehlt. Dann hat dir das Meer gefehlt? Das Meer hat mich auch gefehlt. Ja, ich habe immer getaucht als Kind. Ja, das kannst du knick in Deutschland. Also kannst schon tauchen, aber du hast dann andere... Aber es hat mich halt was gefehlt. Ja, verstehe. Und dann war ich im Megazoo und habe gesehen, oh krass, Meerwasser, wollte ich schon immer haben. Ja. Und dann habe ich mir erstmal ein Becken zugelegt und das ist da draußen entstanden. Jetzt fast. Das ist dein erstes Becken? Ja, ich hatte erstmal das gleiche, aber in klein, aber es hat quasi 2 Monate. Habe ich direkt gemerkt, nee, und dann habe ich direkt das quasi geholt. Also ich bezeichne, das war mein erstes quasi, weil das andere hat keine Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Ja. Was ist in der Meerwasseraquaristik dein Geheimrezept, wenn jemand starten möchte, wenn jemand das Hobby cool findet und du gibst ihm den Universaltipp auf den Weg? Der Universaltipp ist eigentlich nicht alles reinschütten, was dir jeder sagt, ehrlich gesagt. Ich glaube, desto einfacher das gestaltest, die Startung, desto besser wird das. Also ich würde sagen, erstmal gute Salze nehmen für den Start vom Wasser, Osmoseanlage natürlich. Eine gute Lampe, Licht ist Leben. Und dann, okay, kannst du mit Lebendgestein starten. Aber ich würde immer mal ein bisschen was Lebendes reinmachen. Viele Korallen auf einmal reinmachen, dass Biologie reinkommt.
Aber auch nicht jetzt High-End-Korallen, will ich jetzt nicht reinmachen, sind teuer. Am liebsten Patagonien, Euphilias, Krusten, vielleicht ein paar leichte Montis und dann läuft eigentlich das Becken von alleine. Cool. Und nicht viel reinschütten. Einfach das Becken laufen lassen. Wenn mal Algen kommen, dann kommen die, aber die gehen auch, wenn das Becken mal anfängt zu laufen. Und dann die Nährstoffe eben im Balance halten. Becken Nummer 3 ist eigentlich, weiß nicht, will ich nicht unfair sein, aber dein Sahnestück. Ja, das ist es schon. Oder? Also es ist schon... Da sind meine Lieblingstiere drin. Ja, und Fische, ein bisschen mehr Bewegung. Kann ich mir vorstellen. Das ist halt auch eine Größe, wo du dann anfangen kannst, wirklich auch Fische reinzumachen, ja. Genau. Was haben wir hier für eine Beckenmaße? Beckenmaße, das ist ein Eheim, das ist 1 Meter mal, ich glaube 65 mal 65, um die 350 Liter. Plus nochmal Technikbecken. Ja, sonst als Lampe habe ich eine ATI Hybrid und ich bin sehr zufrieden mit der Lampe. Also besser geht's gar nicht. Von der Ausleuchtung ist das komplette Becken ausgeleuchtet und die Korallen wachsen auch perfekt. Das, was mir als allererstes auffällt, wenn ich dein Becken sehe und was wirklich unglaublich ist, du hast an keiner Sichtscheibe eine Strömungspumpe. Da habe ich wirklich gar nichts. Die sind Das ist eigentlich krass. hinten habe ich zwei, eine da, eine da. Wollen wir mal kurz schauen? Ja, gerne. Also hier sehe ich eine. Und unten ist nochmal eine. Von Tunze. Jawohl. Und dann habe ich hinten, in der anderen Ecke, am Schacht, habe ich nochmal eine Eheim-Pumpe, die große. Ich weiß nicht, ob die 7.500 Liter hat oder so. Sieht man gar nicht, ne? Doch, wenn du hier von unten guckst, siehst du die ganz hinten. Ach ja. Die blasen quasi dann hier durch die Scheiben herum. Und dann hier oben habe ich nochmal 2 Ausströmer gemacht. Ich habe unten die Ecotec Vectra drin, die M, mit ziemlich, also die hat ziemlich viel Leistung eigentlich fürs Becken. Aber die schafft mir Ströme nochmal aufs Riff dann zu blasen. Etwas ist etwas. Natürlich, manche wäre vielleicht zu wenig, aber... Ich glaube, das macht einiges aus da oben. Selbst wenn das nicht so viel Power hat, das macht einiges Blütenbild aus. ist in Ordnung, also ich kann mich nicht beschweren. Geil. Was hast du an Tieren eingesetzt und was ist so das, wo du sagst, ey, das ist mein absolutes Highlight? Boah, eigentlich habe ich kein richtiges Highlight, weil alle Korallen eigentlich schön sind. Ja, das sagt immer jeder. Das ist ja wirklich so. Vom Riffaufbau her bist du ja sehr nah an der Frontscheibe. Ja. Also das ist schon, wenn man mal von der Seite reinschaut, ne, das babbt direkt einmal Aber ich dran. muss sagen, das Skelett von den Korallen ist auch ziemlich rausgewachsen, weil ich hatte früher auch viel mehr Licht unten, aber die Korallen sind 5-6 cm mit rausgewachsen, so dass ich quasi sein eigenes Korallenriff quasi auch gebaut habe, mit dem Skelett ein bisschen mit der Zeit. Sonst habe ich eigentlich 2 Platten reingebaut, 2 Stufen und dann hinten nochmal eine Stufe. Hätte ich jetzt ein bisschen luftiger gemacht, aber ich will nicht das Becken auseinandernehmen, nur weil ich jetzt Lust, Laune habe, alles neu zu strukturieren. Also meine Favorite-Ecke ist auf jeden Fall hier die Ecke mit den Tridacnas und mit den Zoas und mit den Alveos und Gonis drumherum. Das wirkt richtig, richtig natürlich. Ja. Und so muss es eigentlich immer Bewegung sein. drin. Ne? Vor kurzer Zeit hatte ich auch noch alles voller Trauophilias, aber ich habe ja eine kleine Plage drin. Ich habe die Seeastern drin. Zeig mal. Ja, okay, das ist eine Anemonenart. Oder Ich glaube, das ist so eine Anemonenart, weil die wirklich so einen Fuß hat und die klebt auch überall und die löst sich und schwimmt durchs ganze Becken. Manchmal hast du die auch an der Scheibe. Also eine richtige Plage. Und jetzt habe ich den Fisch geholt und der hat mir wirklich jetzt die ganzen Krusten alle sauber gepickt. Aber da ging mir leider auch an die Trauophilias und Velsophilias. Deswegen mussten die ausweichen und dafür sind jetzt halt Albiporas und Gonioporas gekommen, die auch schöne Tiere sind. du hast ja auch einen guten Platz gefunden Ja. für die anderen. Ja, die sind ins Nano gekommen, ein paar davon, die da reingepasst haben. Waren auch ein paar größere da, aber die konnte ich nirgendwo reinbringen. Also habe ich die getauscht gegen Technik und Korallen. Ja, geil. Du bist halt einfach so ein richtiger Selfmade-Typ, was man schon an dem kleinen Labor links daneben sieht. Da ist ja auch erstmal noch ein kleines Ablegerbecken dran, was über denselben Wasserkreislauf läuft. Genau, die teilen sich das quasi dann. Da muss ich nicht zweimal Wasserwerte messen. Dann läuft das auch stabil, was ich da habe, was ich da habe. Das geht einmal hier unten rein quasi. Hier unten rein Magst und du dann mal läuft zeigen? das rüber. Und dann habe ich hinten den Rücklauf und die Förderpumpe auch noch mit drin. Das ganze Becken läuft wie bei dir? Versorgungssystem, das läuft über ATI. Da habe ich dann hier. Dann hast du oben eine UV drinne. UV habe ich drin. Und am Abschirm habe ich nochmal Ozon dran. Das hat auch nicht jeder. Ja. Was hat dich dazu gebracht, Ozon nochmal zusätzlich mit dran zu nehmen? Die habe ich schon dran, seit ich Anfänger bin, wo ich noch keine Ahnung von Tun und Blasen hatte. Und da habe ich die angeschlossen, weil mein Händler mir das auch mal gesagt hat. Ach, krass. Also einer von denen. Geil. Und seitdem läuft die und ich traue mir nicht, auch die wegzumachen. Das soll ja gut sein für die Bakterien und desinfizieren.
Never change a running system. Was geil ist, du hast den Ablaufschach auch selber geklebt, ne? Ja genau, das habe ich auch selber gemacht und die Löcher auch selber gebohrt. Und das ging eigentlich ziemlich leicht. Ich dachte, wäre ein bisschen schwieriger, dass ich das neue Aquarium kaputt mache, aber es hat gut geklappt. Hier bei der Verkleidung oben habe ich nochmal eingebaut von TS Aquaristik den Kühler und dann zusätzlich, weil der andere nicht ans weiter passt, habe ich mal über den USB-Anschluss dann nochmal hinten 2 PC-Kühler rangemacht für den Sommer, weil es bei mir ziemlich warm wird. Und das habe ich gebaut hier vom Obi. Da habe ich mir einfach Plastikteile geholt und Profile und dann selbst zusammengeschnitten und mit Sekundenkleber zusammengemacht. Und was hält. Und du hast keine Lichtstrahlung im ganzen Zimmer. Ja. So, wir haben jetzt einmal geschwenkt, zack, wir sind jetzt quasi einmal bei deinem Entfeuchtungssystem. So, ich habe mir da einen Luftentfeuchter rangebaut. Wenn der dann voll wird, dann habe ich einen Sensor rangemacht, dass der dann quasi den Luftentfeuchter ausmacht, so dass das nicht überlaufen kann. Weil ich bin ein bisschen vergesslich, dann wäre scheiße, wenn ich die Bude voller Wasser habe. Ja, man muss nur seine Schwächen kennen, weißt du, dann kommt man damit gut klar im Leben. Ja, da zieht mir so, was sind das, immer 25, 30 Liter die Woche raus, was eigentlich schon viel ist, weil das große Becken verdunsten schon um die 40 Liter in der Woche. Und dann holt ihr mir schon den größten Teil raus aus der Luft. Warum deckst du das Becken nicht ab? Dass auch schön Sauerstoff auch rankommt, weil ich glaube, dass eine Abdeckung wie eine Tüte ist, das deckt schon alles ein bisschen ab. Gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, ja? Ich habe auch ein paar gesehen, da gibt es auch einer, der macht richtig schöne Abdeckungen, aber ich traue mich nicht, ehrlich gesagt. Du hast mit dem Becken schon so deine Probleme, wir schreiben jetzt schon seit fast einem Jahr. Ja. Willst du kurz einmal darauf eingehen, was war, warum du Korallenverlust hattest und wie du es vor allem auch wieder hingekriegt hast? Ich wollte viele Akkus reinmachen, Nährstoffe runter. Das haben mir dann die LPS böse genommen, dann sind die kaputt gegangen. Dann wollte ich ein bisschen höher wieder mit Nährstoffe, das haben dann wieder die SPS nicht gut gefallen. Und jetzt versuche ich schon mal diese Balance drin zu halten, was ein bisschen schwer ist. Und die Stabilität halt. Wie sieht's aus? Was hast du hier ganz grob für Werte drin, um mal so eine Richtlinie für ein Mischbecken zu bekommen? Carbonathärte bin ich bei 7,5, Calcium 430, Magnesium 1400, glaube ich, waren das. Und dann Nährstoffe bei 0,04, 0,06. Phosphat. Das ist, wenn für mich dann hochgeht, dann mache ich wieder ein bisschen grober Phos rein, um was runterzuholen in den Reaktor. Und dann pendelt sich das wieder ein. Und Nitrat bin ich eigentlich ein bisschen höher, immer so zwischen 10 und 20. Ich habe damit auch keine schlechte Erfahrung gemacht. Okay, Leute, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute auch wieder bis zum Ende dabei wart. Danke an Javi, danke für die geile Tour. Ich denke mal, viele Leute können jetzt hier ein bisschen Inspiration sammeln, denn kleine Becken sind tatsächlich seltener in schön zu finden, als man denkt. Also ich suche dann doch immer wieder. Also auch wenn ihr geile Nanobecken habt, die Nachfrage ist da, die Leute wollen das sehen, schreibt es gerne in die Kommentare, kommt auf mich zu. Ich verlinke einmal Javis Instagram-Account unten in der Beschreibung, wenn ihr spezielle Fragen habt. Könnt ihr gerne machen. Immer, oder? Ja. Sehr gut. Und wenn jemand sagt, Nanobecken gehen nicht, das geht. Von daher, liken, abonnieren, volle Programm. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.